War der schwedische Autobauer Volvo bisher für herausragende Sicherheitssysteme in ihren Autos bekannt? Ja, so entwickeln sie sich im Moment so richtig zum Elektro- bzw. elektrifizierten Automobil- bzw. SUV-Hersteller. Warum eigentlich? Der XC90 hat einen, der XC60 hat einen und jetzt hat auch der XC40 einen. Kleine Preisfrage, was denn? Genau, einen Plug-in-hybriden Antrieb. Hier gibt es den in Verbindung nur mit Frontantrieb und mit einem 7-Gang DSG. Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in Berchtesgaden. Es schneit, ja, was der Himmel so hergibt. Da ist ein Skilift und wir haben gedacht, bei diesem Modell, was im Vollnamen XC40 T5 Twin Engine, also Doppel-Engine, Verbrenner eben und Elektromotor heißt. Das übrigens hier steht in der niedrigsten Ausstattungsvariante für den Plug-in-Hybriden Momentum Pro. Ja, was werden wir heute machen im Schnee? Ich werde euch zeigen, was der Frontantrieb kann. Ich werde machen, was ich immer mache, nämlich dieses Auto in seinem Wettbewerbsumfeld preislich einordnen, die Konkurrenzmodelle besprechen. Wir werden uns den Außen anschauen, überlegen, ob wir den schön finden oder nicht, ob der Kofferraum gewachsen ist, ob wir noch genauso viel Platz auf der Rückbank haben. Ja, wir werden reinspringen nach vorne natürlich, wir werden ihn fahren hier im Schnee und da wird sich dann zeigen, was das neue 7-Gang DSG kann, was dieses Auto hier im Schnee kann, obwohl es ja kein Allrad hat und vor allem ist der Verbrauch nach WLTP mit 2,1 Liter angegeben. Wie kann das sein? Erreichen wir das auch? Ja, wir werden eben alles machen, was aus meiner und dann hoffentlich auch eurer Sicht zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ach, übrigens, ihr findet uns ganz versprochen bald wieder in der Wärme, sonst bekomme ich nämlich eine Blasenentzündung, ihr nicht zu Hause auf der Couch. Ansonsten bei www.autotester.de mit ausführlichen Fahrberichten. Auf Instagram findet ihr uns, auf Facebook findet ihr uns, wir sind ein ganzes Team. Aber hier seid ihr ja auf YouTube, abonniert das gerne, kommentiert, diskutiert mit mir über das Auto. Ihr findet mich da nämlich auch in dem Chat, da könnt ihr mir persönlich Fragen stellen. Ich bin übrigens der Jan, hallöchen, und jetzt geht's auch los mit mir und dem Volvo XC40 Twin Engine Momentum Pro. Viel Spaß bei unserem Review hier aus dem Schnee. Jetzt stehe ich hier nicht im Regen, sondern im Schnee da oben. Ja, da war früher irgendwann mal die Hitler-Sommerresidenz, Adlerhorst hieß es, da ist jetzt ein Museum und ein 5-Sterne-Luxushotel. Aber darum geht es nur am Rande, denn ich werde euch hier jetzt erklären, ja, wo kommt der Volvo XC40, also das kleinste SUV der Schweden her, wo will der Plug-in in dem XC40 hin und ja, wie kann man dieses ganze Package eben in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen? Gibt es da überhaupt ein Umfeld? Ja, 2017 kam hier der XC40 auf den Markt und ich muss sagen, ich bin eigentlich selten beeindruckt, aber was die Schweden da machen, ist gar nicht so dumm. Und was die Produktpalette angeht, auch groß, denn ich habe es euch gesagt, XC90, XC60 und S60, die haben einen Plug-in-hybriden Antrieb. Chapeau nach Schweden. Ja, und bisher lief das eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Wir hatten Verbrenner, 2-Liter Verbrenner an der Vorderachse und einen E-Motor an der Hinterachse. Was hatten wir also? Na, in erster Linie erstmal ein Allradantrieb, der uns bei so einem Wetter hier ganz schön helfen würde. Nun steht aber dieser XC40 auf einer anderen Plattform, auf der CMA-Plattform, so heißt die. Ja, und da musste man ein bisschen umdisponieren. Was haben die Schweden also gemacht? Sie haben gesagt, der Akku, der findet im Mitteltunnel Platz und wir haben 1,5 Liter Verbrenner mit 180 PS an der Vorderachse und wir haben 60 Kilowatt leisten Elektromotor auch an der Vorderachse. Was hat man gebraucht? Neues Getriebe, das ist ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe auch an der Vorderachse. Was hat man aber nicht mehr? Ja, ein Allradantrieb hier drin. Ist es schlimm? Das werden wir heute ja dann sehen, ne, in diesem Modell, was wir hier testen wollen. Eine Sache ist noch ganz wichtig. Ich war gestern mit einem Freund beim Volvo-Händler, weil der will einen Plug-in-Hybriden. Das ist so ein Typ, der interessiert sich gar nicht so sehr für Autos. Der will ein Statussymbol
Und der hat gesagt, ich will einen Plug-in-Hybrid. Dann war ich überrascht, wusste gar nicht warum. Der hat gesagt, ich habe mitbekommen, ja, meine Dienstwagenversteuerung, die fällt von 1% auf 0,5 bei einem Plug-in-Hybriden mit einer Reichweite über 40 Kilometer, pipapo. Das ist interessant für mich. Und andere sagen mir, ja, bei einem Plug-in-Hybriden, der unter 40.000 Euro kostet, ja, da bekomme ich wohl 2020 eine Kaufpreisprämienrückerstattung von bis zu 4.750 Euro, was gesetzlich noch nicht ganz durch ist. Ja, und das spricht halt bei vielen für diese Autos. Ein anderer Teil der Wahrheit ist, viele Leute, 80% wohl, gibt es eine Studie, laden die Plug-in-Hybriden gar nicht an der Steckdose. Und das ist ja der große Vorteil von einem Plug-in-Hybriden im Vergleich zu einem normalen Hybriden. Und das ist dann ja umweltpolitisch, politisch und lenkungspolitisch völliger Käse. Also wirklich komplett. Und da sagen die Schweden, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen zwar Geld verdienen, aber wir wollen wirklich auch was für die Umwelt machen, weil wir sind eben Schweden. Und dann sagen sie, ja, wir haben hier so ein Programm aufgelegt. Wenn man sich beim Volvo OnCall anmeldet, dann sieht man im Auto, muss man natürlich zustimmen dann, wenn man das will, wie viel man gefahren ist, wie viel davon man elektrisch gefahren ist. Und Volvo sagt, ja, für jede Kilowattstunde, die ihr elektrisch dann quasi verbraucht habt in dem Auto, also auch reingetankt, kriegt ihr 30 Eurocent von uns zurück. Mega! Für die, die sagen, ja, ich meine es mit dem Stromer noch ernster, ne? Ja, die müssen dann auf den Volvo XC40 Recharge warten. Ende 2020 soll der auf den Markt kommen. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Auto. Übrigens hat ja dann auch echt eine ganze Weile gedauert bei Volvo, bis dann das vollelektrische Modell dann wohl so richtig kommt, ne? Ja, und dann ist natürlich immer so eine große Frage, was gibt es für Konkurrenten? Die intern bei Volvo, ja, die habe ich euch jetzt wirklich aufgezählt. Und dann ist typisch hier XC40, Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q3, VW T-Roc oder Tiguan. Das sind so die Premium-Hersteller, mit denen man sich bei Volvo auch auf Augenhöhe sieht. Aber dann gibt es auch noch ein Peugeot 2008 zum Beispiel, so eine Klasse drunter. Jeder Hersteller hat was in dieser kleinen SUV-Größe. Ja, und dann habe ich mal geguckt, aber in dieser Klasse, was für Plug-in-Hybride gibt es denn da? Gar nicht so viele. Wir waren jetzt gerade beim Peugeot 3008, der ist ein Stück größer. Ja, es gibt den Ford Kuga als Plug-in-Hybrid und es gibt den Kia Niro Plug-in-Hybrid, den wir euch auch vorgestellt haben. Und das ist es schon. Also sehr interessantes Modell. Grund genug, euch den XC40, wir hier in wunderschönem Rot und in der Ausstattungsvariante Momentum Pro, in der günstigsten übrigens der Varianten für den Plug-in-Hybrid dasteht, mal vorzustellen. Schauen wir uns an. Ja, sprechen wir über die Optik. Es schneit zwar wie als würde Frau Holle da oben irgendwie 3 Millionen Kissen ausschütteln, aber das passt ja eigentlich ganz gut zu einem SUV, auch wenn es ein Mini-SUV mit Frontantrieb ist. Ja, und während XC90 und XC60 eben auf der SPA-Plattform wohnt der XC40, wie gesagt, auf der CMA-Plattform. Was hat da drin Platz? Ja, Vierzylindermotoren, zum Beispiel Benziner, Diesel oder Dreizylindermotoren mit Elektromotoren, 7-Gang, DSG oder ja auch künftig bald eine vollelektrische Variante. Sich vergleicht mit dem, wie ich finde, sehr gelungenen Brüder XC60 und XC90, dann ist der schon anders. Man könnte sogar sagen, eine schwedische Revolution. Auch wenn er immer noch zurückhaltend ist er deutlich kantiger geworden, hat einen kleinen Überbiss vorne und ist halt ein richtiges Lifestyle-SUV, wie man das eben macht. Und was passt zu einem Lifestyle-SUV? Eine fetzige Farbe hier wie Fusion Red Metallic. Die ist hier drauf, 700 Euro, gefällt mir richtig gut. Ähnlich wie dieses wunderschöne Rot, was ja Mazda macht. Tolle Farbe. Und dann haben wir hier Ice White Metallic, 540 Euro, Kontrastlackierung im Dach. Gibt es eben hier in Weiß, in Schwarz oder in Wagenfarbe. Genau, dann hat man nämlich keine Kontrastlackierung. Und jetzt schauen wir es uns da vorne mal an. Und wisst ihr was? Ich habe ja selbst erst einen Volvo konfigurierten XC60 für meinen Kumpel. Hallo David. Ja, und da kann man dieses Auto ganz schön ausstatten, ne? Wir haben hier das Lichtpaket hier mit Thors Hammer, voll LED-Licht mit LED-Nebelleuchten hier. Das ist er, der Thors Hammer. Volvo steht drauf. Wunderschönes Licht. Ja, das Lichtpaket unterscheidet sich dann ja im Fernlicht ein bisschen zum Beispiel unter anderem. Und was ist dann im Vergleich zu XC60, XC90 ganz neu? Hier vorne der Kühlergrill. Aufrechtes Streben, Volvo-Zeichen schön hier vorne. Eine Kamera heißt 360-Grad-Kamerasystem, schon echt aufregend. Hier unten haben wir so eine kleine Lippe, Überbiss kann man das nennen. Ich finde das ganz charmant. Es gibt auch noch dieses Designpaket, ist hier nicht drauf. Und wisst ihr was, ich finde auch, das kann man verzichten, weil
Ja, das kann man mögen, muss man nicht. Das macht das Auto nicht unbedingt schöner, das macht es nur ein bisschen anders vorne wie hinten. Ja, und dann kommen wir hier ins Profil und erstmal stellen wir fest, Plastikbeblankung um die Radhäuser, im Schweller hier ganz normal, typisches SUV eben. Und dann sieht man hier schon 19 Zöller drauf, zweifarbig, Volvo-Zeichen. Ja, da geht es bei 17 Zöller los, geht bis 21 Zoll. Man kann richtig viel Geld bei Volvo für Felgen lassen, aber die haben auch scheißgeile Felgen. Ups. Ja, hier ist sie, die kleine süße Schwedenflagge, darf man das sagen? Süß als Mann, ich weiß es nicht. Und dann ist hier vorne was überrascht. Und zwar lädt man den Volvo hier vorne, ganz wichtig, da lädt man ihn. Wenn ihr das machen sollt, macht das. Da kann man ihn tatsächlich laden. 4,42 Meter ist er lang und im Profil wird jetzt die Änderung am deutlichsten. Nicht nur wegen dem Kontrastdach oder den abgedunkelten Scheiben hier, sondern die Radhäuser sind mehr ausgestellt, es sind mehr Kanten hier drin. Das Auto hat schon echt was Maskulines. Und dann geht das Kontrastdach hier hinten bis in die C-Säule rein. Sehr, sehr schick. Mir gefällt das Heck von dem Auto ausgesprochen gut. Auch der Schweller unten ist schön ausgeformt mit dieser Sicke da drin. Und Volvo-typisch ist dann hier ja, die LED-Rückleuchte aufrecht stehend im Hockeyschläger-Design, schon schön. Und Lifestyle-SUVs, was haben sie alles? Dachkantenspoiler, klar, das gehört dazu, wie das Amen in der SUV-Kirche. Aber was kann man da noch machen? Wir haben noch so eine Verlängerung, kostet extra, hinten abgedunkelte Scheiben, sehr schön. Und da steht es dann drauf, XC40, ne? Ich habe euch keinen Quatsch erzählt, da ist es wirklich. Volvo in großen Lettern, ähnlich wie die Schriftart, die Volkswagen verwendet, T5 Twin Engine. Chapeau, ne? Ja, hier unten sieht man dann Plastik, hier unten so einen kleinen Unterfahrschutz, kein Designpaket, dazu habe ich euch was gesagt. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, wartet kurz, ich muss nämlich den Tankdeckel aufmachen. Was ist der Nachteil jetzt bei einem Plug-in-Hybriden? Erstmal, das Auto wiegt 1,8 Tonnen, 1812 Kilo und ja, der Tank, der schrumpft von 54 auf 48 Liter und im Kofferraum, gutes Stichwort, als hätte ich es vorbereitet, ja, der wird nicht kleiner, lediglich der doppelte Ladeboden entfällt. Und schaut es hier an, 460 bis 1336 Liter, Mensch, kann ich mir Sachen merken, ne? Wird der groß. Hier haben wir so einen doppelten Ladeboden, hier unten schön ausgeformt, ist keine Blechlandschaft oder Lawine da hinten drin. Da merkt man schon den Premium-Anspruch von Volvo. Und was ist hier drin? Ja, ich bin ja auch nebenberuflich Ghostbuster, aber das ist jetzt kein Geisterstaubsauger, sondern einfach nur ein Mennexes-Stecker. Der ist da serienmäßig drin. Hier steckt man den in die Steckdose zu Hause und damit lädt man das Auto. Schön ist übrigens, ja, der Akku hier drin, 10,7 Kilowatt ist der groß. Kilowattstunden sagt man ja, wenn man in Physik ein bisschen besser aufgepasst hat als ich. Der ist im Mitteltunnel, findet da gut Platz. Auf dem hat man 8 Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie, was auch sehr schön ist, kann man wirklich dann laden. Schade echt, dass so wenig Leute mit den Plug-ins wirklich elektrisch fahren, weil wenn man das nicht tut, hat man halt einfach nur ein schwereres Auto mit der dann doch einem höheren Verbrauch. Also man muss diese Autos laden oder in der Stadt rekuperieren. Ihr wisst, was ich meine. Aber was ich jetzt machen will, ist gar nicht zu viel schwadronieren, sondern setzen wir uns auf die Rückbank und schauen mal, wie viel Platz da ist. Rückbank, sehr sensibles Thema. Ich weiß schon, bin im Alter, alle meine Freunde bekommen Kinder, Kofferraum, passt ein Kinderwagen rein. Bin kein Kind mehr, 1,88 Meter groß. Ja, und zeige euch jetzt einfach mal, wie viel Platz da hinten ist. Ja, und erstmal sieht man hier drin natürlich schön Premium-Anspruch. Toll, Volvo hier, Stoffsitze, Leder, die Farbe. Hier bekommt man in den Sitzen noch ein Heft oder sowas unter, Panoramadach seht ihr natürlich und Armauflage, klar. Und wir haben hier eine Durchreiche für die Ski. Kann man dann schön nach vorne legen. Hier haben wir eine Sitzheizung, auch ganz gut, USB-C-Stecker. Da ist Volvo sehr modern. Und jetzt schaut mal. Ich stehe nicht mit dem Kopf an, obwohl ja hier so ein Panoramadach mehr Platz braucht, weil es halt einfach dicker ist. Stehe ich nicht mit dem Kopf an, habe Schulterplatz, habe Platz für die Knie noch so eine Handbreit.
sehr dünne, schmale Kopfstützen hier hinten. Hier habe ich auch Kopfstützen, die sind tendenziell ein bisschen hart, sieht man schön. Hier in der Mitte nochmal eine, aber das ist gut und ich kann die elektronisch von vorne umklappen, das ist allerdings eine Option. Apropos vorne, schaut mal hier die schönen Düsen. Uns interessiert natürlich, was passiert auf den teuren Plätzen da vorne. Kommen wir zum Innenraum. Ich will euch erklären, wie ist der und was sind die Plug-in-spezifischen Unterschiede hier drin. Und erstmal, als dieses Auto neu war, 2017, habe ich gedacht, Alter, schon ganz schön schick. Gab es orangefarbene Stoffe hier drin, Fußmatten. Typisches Lifestyle-SUV. Und wenn ihr euch solche Dinge anschaut, wie hier diese Alu-Zierelemente, die sich durchziehen oder auch die Sitze, meine Verbindung erstmal zum Auto. Schön Stoff hier in der Mittelbahn, Leder außen, schmale Sitze. Gleichzeitig geben sie guten Seitenhalt, sind bequem hier mit der Schwedenflagge. Ja, dann merkt er unter anderem mit der Technik und der Konnektivität, den Assistenten hier drin, ja okay, Volvo unterstreicht seinen Premium-Anspruch, aber ganz schön. Ja. Schon echt beeindruckend. Aber jetzt mal Stück für Stück hier. Ne? Wir haben erstmal hier vorne ein digitales Cockpit. Das ist riesig, das ist State of the Art und in dem Segment, wo wir uns befinden, ganz schön gut. Was können wir also machen? Wir können hier Navigation einstellen, dann über die Pfeile Medien. Wir haben den Bordcomputer hier, Telefon, die Verbindung uns anzeigen lassen. Links haben wir ganz normal ein Tacho und rechts, ja, sehen wir dann, rekuperieren wir, also dient der Elektromotor durch die Rekuperation dazu, den Akku aufzuladen oder geben wir Energie aus, also Gas im klassischen Sinne. Dann sehen wir die rein elektrische Reichweite 7 Kilometer, sehen den Füllzustand vom 48 Liter Tank und sehen eben den Füllzustand von der Batterie da vorne. Ganz einfach. Und in der Mitte haben wir ja, die Navi-Karte und oben die Assistenten, die wir gerade benutzen. Zweites Element, was mich mit dem Auto verbindet, ist das Lenkrad. Echt toll. Sprachsteuerung, hier diese Pfeilbedieneinheit und links Tempomat und Abstand zum Vordermann und Limiter kann man da einstellen. Schon ganz gut gemacht. Ja, und dann haben wir hier das zweite große System, das 9 Zoll System. Was haben wir hier drin? Sensus, Infotainment und IntelliSafe, also das Sicherheitssystem, 1.800 € kostet es jeweils. Was ihr hier seht, ist die Rückfahrkamera bzw. die 360-Grad-Kamera. Echt gut, wenn ich jetzt mal den Rückwärtsgang einlege, bei diesem Shift-by-Wire-System hier auch gut, da kann man ganz schnell Gänge reinbringen. Woran liegt das? Wir haben keine mechanische Verbindung zum Antrieb, das ist elektronisch und wenn ich jetzt hier rückwärts fahre, seht ihr eben schön die Rückfahrkamera. Wenn man nur nach hinten drückt, sollte die dann hier zum Beispiel kommen. Kann man dann mit, ohne Linien, mit oder ohne Piepsen machen, 360-Grad-Kamera und wenn man dann wieder zurückgeht, kann man das sogar reinzoomen. Echt richtig gutes System. Hier ist eben das Navi und die Navi-Karte. Ja, und wenn ich dann hier die Kopplung mit dem Telefon mache, haben wir das hier Apple CarPlay, Android Auto, einfach einstecken und wir haben die Nutzeroberfläche hier drauf. Ja, und dann haben wir hier schöne Grafik, welcher Motor gerade Energie braucht, verbraucht, wie das genau ist, sieht man dann hier mit einem Diagramm. Sehen wir dann später beim Fahren noch besser, ist wirklich gut. Ja, und dann ist es hier natürlich interessant zu sehen, Klangerlebnis. Harman-Kardon-Anlage ist in diesem Business-Paket drin und zum Beispiel hier ein induktives Ladesystem, Handy einfach hier drauflegen und es lädt Magic. 2 USB-Stecker hier, 12 Volt Steckdose hier. Ja, und dann kann man hier schön spielen. Hier haben wir eine Shortwall-List, können wir uns die Elemente auch reinziehen, richtig gut. Was haben wir also? Fahrperformance Center habe ich euch gezeigt, Download Center habe ich euch noch nicht gezeigt. Kann man dann verschiedene Apps runterladen, wie Wetter, wie Wikilocation. Richtig cool, Volvo ID haben wir hier. Und jetzt hier wird es richtig interessant. Wir haben hier, und jetzt kommen die Plug-in-spezifischen Dinge. Zum einen, wenn wir bei diesem Shift-by-Wire auf B schalten, ist der Battery-Modus. Da können wir dann nicht über die Pedal, die haben wir hier nicht, aber die Gänge verändern, sehen wir später beim Fahren. Das ist ein Unterschied. Hier haben wir die Hold-Funktion. Ist es also soweit irgendwann und wir können nur noch rein elektrisch in die Städte reinfahren, können wir hier den Batterieladezustand halten und kommen damit dann eben mit maximaler rein elektrischer Reichweite, wenn der Akku voll ist, in die Stadt. Charge-Modus haben wir hier.
Der Hybridmodus würde dann den Akku laden, ist energieeffizienzpolitisch relativ ungünstig, da ergibt die Steckdose mehr Sinn, das ist es. ESC Sportmodus gibt es hier, wir haben dann das große Paket dann an Sicherheitssystemen, Lane Keep Assist, Park Assist, Querverkehrwarner, Kamera habe ich euch gezeigt. Wir haben hier einen Totenwinkelassistent, eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben ja einen Limiter, Tempomat, Abstandsregeltempomat, Kurvenlicht, aktives Kurvenlicht und damit ist Volvo echt modern aufgestellt. Wir haben auch Platz hier, Cupholder. Wir haben hier in der Armauflage auch noch Platz. Hier ist was drin, wenn mehrere Leute dieses Auto benutzen, dann für einen Concierge-Service oder so. Ja, wir haben, ich fasse zusammen, ein schickes, konnektives, technisch modernes Auto und wir haben viele Elemente, um mit dem Plug-in-Hybriden hier zu spielen. Und ich ziehe meinen Hut und was wir jetzt machen, ist rausgehen und ich werde über den Motor bzw. die Motoren im Auto sprechen. Ja, sprechen wir über den Antrieb bzw. die beiden Antriebe hier an der Vorderachse bzw. hier drin. Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach mal auf. Ich hoffe, ich bekomme keinen Gehirnfrost hier und kann euch die Daten präsentieren. Ja, und erstmal hört ihr, hier passiert was, Auto ist innen an, wir setzen uns immer wieder rein, weil es echt scheißkalt ist hier. Ja, und wir haben hier einen 1,5 Liter Dreizylinder Verbrenner an der Vorderachse, ja, der hat 180 PS. Wir haben einen vergleichbaren Motor mit 190 PS ohne Plug-in-Hybriden Antrieb, einfach nur ein Verbrenner. Ja, was haben wir da noch? Dann haben wir noch den Elektromotor, die E-Maschine hier mit 60 Kilowatt Leistung, beziehungsweise dann 82 PS. Das ist eine Systemleistung von 262 PS. Das ist ganz gut. Insgesamt 425 Newtonmeter maximales Drehmoment an der Vorderachse. Das ist auch ganz gut. Ja, das Auto wiegt 1812 Kilogramm. Das ist mehr als die Verbrennerkollegen. Ich habe es euch gesagt, es gibt noch eine 190 PS Variante, die ist 157 Kilo leichter. So, jetzt wird es aber interessant, denn dieses Auto braucht ja, mit seinen etwa 1,8 Tonnen dann 7,3 Sekunden auf Tempo 100. Interessant ist auch, hier drin haben wir einen 7-Gang DSG. Sonst haben die XC40 eine 8-Gang Wandlerautomatik. Ja, und dann gibt es noch eben den 246 PS Motor mit 350 Newtonmeter hier drin und der beschleunigt in 6,5 Sekunden auf 100. Ist also schneller, hat aber weniger Leistung. Wie kann das sein? Das sind genau zwei Gründe. Nummer eins, das Gespann ist dann 130 Kilo leichter und das hat Allradantrieb, während der hier nur Frontantrieb hat. Ja, und das macht sich dann bemerkbar. Der E-Motor hier, ja, der greift bei den geraden Gängen ein. Ganz interessantes Konzept, was sich Volvo da ausgedacht hat. Schön, 10,7 Kilowattstunden fassender Akku im Mitteltunnel. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ja, aber wie schnell wird er? 125 km/h, wenn man rein elektrisch fährt, 205 km/h, wenn man mit Verbrenner dann fährt. Und eine andere Frage ist der Verbrauch. Und viele von euch sagen, ich habe jetzt gelesen, dass der 2,1 Liter braucht nach WLTP. Hier drin, wir sind hierher gefahren, ja, und wir sind ehrlicherweise ganz normal gefahren, nicht viel elektrisch, weil wir den Akku sparen wollten. Für den haben 7 Liter gebraucht, was auch ganz okay ist. Das liegt einfach an der Berechnungsmethode. Und dann ist interessant, nach WLTP sind es 45 Kilometer rein elektrische Reichweite. Ja, ich denke, wir sind tatsächlich 42 Kilometer weit gekommen, was auch ganz gut ist hier in diesem Modell. Es ein Modell macht, wenn man ganz ehrlich ist, Sinn, wenn man es wirklich an der Steckdose lädt. Denn dann hat man einen Stromverbrauch von 15,7 bis 16,8 Kilowattstunden und das ist dann gut und kombiniert kommt man dann halt eben auf diese sehr guten Werte. Wenn man das nicht macht, fährt man halt einfach die ganze Zeit ein zu schweres Auto. Aber ich will euch ja jetzt einfach nicht zu viel hier vorne verraten. Es ist ja ein Fahrbericht mit einem Frontantrieb im Schnee und viele von euch werden bestimmt auch ein SUV kaufen, weil sie Allrad wollen und eben halt ein Auto, was im Gelände funktioniert. Aber jetzt hat der hier natürlich Winterräder drauf, 19 Zöller, ganz interessant ist auch, die Bedingungen für die 0,5% Dienstwagenbesteuerung, die erfüllt der jetzt. Ja, weil Reichweite ist genug und ja, er hat unter 50 Gramm CO2
pro Kilometer, was gut ist. Aber wenn man hier die 21 Zöller nimmt, dann hat er das nicht mehr. Da müsst ihr tierisch aufpassen und wenn euch euer Händler sowas nicht sagt, dann ist er ein Hund, aber der wird das schon machen. Was wir jetzt machen wollen, ist einfach mal ein Stück losfahren, Freunde. Ja, eine wichtige Sequenz haben wir dann noch, ne? Das ist das Laden und der Akku. 10,7 Kilowattstunden ist der groß und viele machen sich ja dann Sorgen beim Handy, man kennt's. Nach einem halben Jahr Apple iPhone, der Akku, es geht ständig aus, es hält nur noch eine Stunde und zu Recht macht ihr euch Sorgen beim Lithium-Ionen-Akku. Was ist denn, wenn der kaputt geht, keine Kapazität mehr hat? Volvo sagt, ihr habt 8 Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie da drauf und was bedeutet das eigentlich? Ja, wenn in der Zeit der Akku weniger als 55% der Ladefähigkeit vom Anfang hat, dann bekommt er einen neuen, denke ich. Ja. Ja, jedenfalls, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es wirklich hier auch ums Laden. Hier ist er. Ich habe hier den Mode 2 Stecker, den Mennekes Stecker, das habe ich euch gesagt. Und das ist der Stecker für zu Hause, für die Steckdose einfach. Ne? Ja, und da gibt es aber auch unterschiedliche Ladedrücke an der Steckdose zu Hause, nämlich 16, 10 oder 6A. Bedeutet, wenn man dieses Ding hier laden will, dann sind es 3, 5 oder 9 Stunden, die man da braucht. Wenn man sagt, ich habe aber nicht 3, 5 oder 9 Stunden, dann gibt es eine sogenannte Wallbox, einen Typ 3 Stecker. Ja. Und bei Volvo das Recharge Leasing mit Kooperationspartner New Motion kommt dann ein freundlicher Mitarbeiter zu euch nach Hause und je nachdem halt, ob ihr da Starkstrom habt, ob er 5 Wände durchbohren muss oder vielleicht noch die Nachbarin glücklich machen, kostet es dann halt extra weniger oder gar nichts. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, und da kann man dann halt höhere Ladedrücke erzeugen oder eben auch an Schnellladestationen mit diesem Mode 3 Stecker. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Und erstmal, da ist er, der Schlüssel von Volvo. Ist ganz schick, will ich euch nicht vorenthalten. Und da sind wir hierher gekommen nach Berchtesgaden. Ich habe gedacht, der Ort hat ein negatives Hitler-Karma. Und dann hat es auch noch angefangen zu schneien ohne Ende. Und dann ist mir eingefallen, ist ja der erste Volvo SUV Plug-in-Hybrid mit nur Frontantrieb. Also eigentlich perfekte Bedingungen, euch zu zeigen, ja, was kann er eigentlich auf Schnee? Kann ich mit dem Auto Skifahren gehen? Und wie ist die Traktion? Und dann wurde mir klar, so schlecht sind die Grundbedingungen dann doch nicht. Fahren wir also los. 262 PS gehen jetzt an. Und erstmal ist es lautlos klar. Das Auto fährt lautlos los. Wir haben nur noch 3 Kilometer rein elektrische Reichweite hier und wir schalten jetzt in den Hybridmodus, den täglichen Nutzungsmodus. Und ich habe euch versprochen hier, ich werde euch den Fahr-Performance-Schalter hier anmachen. Also Quick-by-Wire-Schalter ganz schnell auf D, Gas durchgedrückt und wir sehen, dass wir natürlich ein bisschen schwimmen hier, aber Alter, Freunde, das ist ja ein Volvo und das heißt, die Sicherheitssysteme bremsen uns gut ein und das Auto liegt richtig solide auf der Straße. Erstmal gutes Gefühl. Ja, und wenn ich jetzt hier so fahre, dann merke ich, klar, hohe Sitzposition, sehr gut. Und wenn ihr mich fragt, ja Jan, wie ist denn dieses Auto jetzt abgestimmt? 425 Newtonmeter maximales Drehmoment klingt ja erstmal nach einer Menge Holz, ne? Aber das Auto wiegt halt auch 1,8 Tonnen und das merkt man natürlich schon. Aber Schönes, der Elektromotor, mit dem fahren wir los. Das Losfahren braucht sehr viel Energie bei Autos. Das hört er, also wir haben den Verbrenner noch nicht drin. Der boostet, der unterstützt, aber wenn wir jetzt Gaspedal mal durchdrücken, dann hört er, ja, der Verbrenner kommt dazu. Und ganz spannend natürlich bei Plug-in-Hybriden speziell ist, wie ist der Übergang vom rein elektrischen Fahren hin dann ja, zum Fahren mit Verbrenner und der ist sehr smooth, sehr gut geregelt. Und dann spricht man über Lenkung. Die Lenkung ist butterweich, präzise. Das macht Volvo wirklich sehr, sehr gut. Auch die Gasannahme hier passt. Wir sind sehr direkt am Gas und wir sind in 7,3 Sekunden auf 100. Hier seht ihr schon, wie gut die Traktion vom Auto ist. Und jetzt verlassen wir ein bisschen den Schnee und kommen auf Asphalt. Kann ich mehr sagen, ich drücke durch. Der Verbrenner kommt dazu, das hört er. Man hört auch, ist ein Dreizylinder, der wird ein bisschen lauter, aber nicht zu laut. Das ist gut abgestimmt. Ja, und dann ist es ein sehr dynamisches Auto, was gut in der Kurve liegt hier.
Das ist schon sehr gut und schön ist auch, das 7-Gang DSG ist besser als die 8-Gang Wandler hier drin. Das spricht für das Auto und zwar richtig deutlich. Und dann gibt es hier einen B-Modus. Ich habe keine Pedal am Lenkrad, aber den ziehe ich jetzt hier einfach mal. Und was bedeutet das? Ich kann hier nach rechts und nach links schalten und ja, das sind einfach die Gänge dann in einem manuellen Modus. Sieht man dann schön, wenn man schneller wird, kann man da durchschalten. Hier seht ihr übrigens auch immer den Energiefluss und könnt schön überprüfen, dass ich euch keinen Quatsch erzähle. Schalte aber jetzt normalen Drive Mode und solange ich noch 1 Kilometer rein elektrische Reichweite habe, fahre ich Pure. Pure heißt ja jetzt hier eben rein elektrisch. Und bin mal kurz ruhig. Wir hören nur den Schnee, wie er aufs Auto prasst. Und das ist natürlich der Idealfall vom Plug-in-Hybrid-Fahren. Das macht richtig Spaß, ist durchzugskräftig, ist leise. Ja, so lässt sich's leben. Da wünscht man sich eigentlich nur eine größere, rein elektrische Reichweite. Aber euch interessiert ja auch der Power-Modus für sportliches Fahren. Drücke ich also das Gaspedal bis zur Hälfte bedingungslos runter, hört ihr? Es wird schon ein bisschen lauter, zu schnell sollte ich auch nicht fahren. Hier ist ja Schnee, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ob ihr es gemerkt habt. Ja, und so kann das auch echt Spaß machen. 6,5 braucht, glaube ich, der T5, der Benziner. Und das ist eigentlich schneller als der hier. Woran das liegt, das wisst ihr am Allrad und am Mehrgewicht. Aber komischerweise fühlt sich das hier drin schneller an. Und komischerweise haben wir hier einen Kreisverkehr. Und was wir jetzt mal machen, ist die Traktion hier prüfen. Und wisst ihr was? Das ist echt gut. Ihr merkt, das Auto, ja, das fängt uns immer wieder schön solide ein und das mag ich. Und dann spricht man bei einem Auto natürlich nicht nur über den Plug-in-hybriden Antrieb und da wird es interessant, da schalte ich nämlich wieder auf Hybrid. Es gibt noch den Offroad-Antrieb, wenn man langsam fährt. Das sieht man dann schön übrigens, wenn man hier drauf drückt. Dann ja, sind wir bei der Geschwindigkeit nur bis 40 km/h hier, aber den wollen wir jetzt auch nicht, weil das ist nicht wirklich ein Offroad-Auto. Machen wir uns nichts vor, also Hybrid dann. Und dann sind wir bei den Assistenten. Was haben wir? Toter Winkelwarner, wir haben eine Schildererkennung hier drin, Abstandsregeltempomat, wir haben Lane Assist, also das Auto hält die Spur, Querverkehr war nach hinten und mit den Assistenten sind wir teilautonom Level 2 unterwegs. Und ich finde, dass dieses Auto, wenn man es denn dann wirklich an der Steckdose lädt, so eine ziemlich eierlegende Wollmilchsau ist. Viele von euch werden fragen, was hast denn du jetzt wirklich gebraucht? Ich habe 7 Liter gebraucht. Hier stehen 10,5 auf der Uhr, vergesst das, wir waren im Schnee, haben sehr viel Gas gegeben, aber auf der langen Strecke hierhin haben wir etwa 7 Liter gebraucht und ich denke, es sind auch 6 Liter möglich, wenn man sehr, sehr bedacht fährt. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dann ist die Frage, was ist die rein elektrische Reichweite? WLTP-Wert, der soll ja realitätsnah sein. Die geben das mit 45 Kilometer an. Und ich sage euch eins, ich bin sehr sicher, dass man die 42, 41 Kilometer rein elektrisch schon schaffen kann. Ja, und dann fasse ich mal zusammen. Das ist ein Auto, mit dem man sehr viel spielen kann. Seht ihr hier, ich zeige euch jetzt nochmal vielleicht hier das hier. Hier ist der Hold-Modus. Wenn man den hier drückt, dann wird der Ladezustand der Batterie aufrecht gehalten. Geht jetzt schwer eigentlich, weil wir noch 1 Kilometer Restreichweite haben. Und hier ist der Charge-Modus, eben der Modus, wo der Verbrenner dann den Akku lädt. Das ist auch ganz gut, schön, dass man das jetzt hier machen kann. Ihr seht hier, wir fahren den Berg hoch, es ist sehr, sehr schneeig und der Frontantrieb hat damit überhaupt kein Problem. Und da ist natürlich die große Frage, brauche ich überhaupt ein Allrad oder wird der nicht nur unnötig Sprit schlucken? Natürlich ist ein Plug-in-Hybrid der Idealfall, wenn wir hier drin dann natürlich den Allrad an der Hinterachse haben, weil wir ein Allrad haben. Und jetzt merkt ihr, jetzt haben wir ein bisschen Traktionsproblem, weil es hier berghoch geht. Wir schalten mal in den Offroad-Modus und dann kämpft sich dieses Auto. Es ist wirklich spiegelglatt, viel besser. Den Berg hoch ist schon ein richtiges, gutes Konzept. Was wir machen, ist hochfahren jetzt, zurück zu unserer Seilbahn und ich werde euch ein Volvo Plug-in Hybrid XC40 Fazit zaubern, Freunde. Kommen wir zum Fazit aus dem Schnee von unserem Volvo XC40 Twin Engine Momentum Pro. Und da ist es wie mit so vielen Plug-in-Hybriden zurzeit. Es gibt sehr viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Ja, und das herauszuarbeiten macht mir besonders Spaß und euch kann ich sagen, es kommt ganz stark auf euer Nutzerverhalten an, ob das Sinn ergibt oder nicht. Eine Schattenseite aktuell der Plug-in-Hybride ist ganz bestimmt, dass viele sagen,
ich fahre viel Langstrecke, aber ich bin ein richtiger Businessline und ja, ich zahle halt nur 0,5% des Bruttolistenpreis Dienstwagensteuer statt 1%. Das wäre nix, das ist einfach scheiße, Leute. Da habt ihr nichts für die Umwelt getan. Gut ist allerdings, naja, wenn die Innenstädte irgendwann mal sagen, ja Mensch, ja, nach Hamburg kommst du aber nicht mehr mit so einem schmutzigen Verbrenner. Da brauchst du schon ein Elektroauto, da habt ihr ja 45 Kilometer rein elektrische Reichweite. Gleichzeitig haben wir noch den Verbrenner und kommen auf eine sehr hohe Reichweite, müssen am Nutzerverhalten kaum was ändern. Ne? Wir haben übrigens auch dann im Kaufpreis eine Steuererleichterung. Die magische Schwelle sind 40.000 Euro vom Bruttolistenpreis, ist da ganz gut. Jedenfalls Volvo belohnt euch auch, wenn ihr dieses Auto aufladen solltet zu Hause. Das müsst ihr haben bei so einem Auto, eine Steckdose zu Hause oder am Arbeitsplatz oder die Möglichkeit zum Schnellladen immerhin. Sonst ergibt es einfach keinen Sinn, weil dann hat man einfach nur ein sehr schweres Gespann und den Elektromotor, den zieht man einfach so mit. Ja, und dann Nachteil weiterer ist natürlich der Kaufpreis. Der ist bei Plug-in-Hybriden gewohnheitsgemäß immer ein bisschen höher. Der hier beginnt in der Momentum Pro Ausstattungsvariante bei 49.000 Euro. Das ist eben eine höhere Ausstattung dann schon. Beim R-Design sind wir bei 52.560 Euro und bei Inscription sind wir bei 52.160 Euro. Dieses Auto im Vergleich als Verbrenner beginnt bei 32.950 Euro. Ja, und im Vergleich jetzt zum günstigsten Plug-in-Hybriden ist man beim Plug-in-Hybriden immer 1.250 Euro teurer als beim T5 mit 247 PS. Ja, und 2.500 Euro teurer als beim 190 PS Dieselmotor dann zum Beispiel. Aber wir haben hier halt auch schon sehr viel Ausstattung drin, serienmäßig. Hier jetzt also LED-Leuchten zum Beispiel haben wir hier drin, 9 Zoll Infotainment haben wir da drin, Navi. Ja, und ihr wisst, Volvo macht das sehr gut, relativ große Felgen dann schon. So wie er hier steht, kostet er 59.000 Euro und ein paar zerquetschte ist viel. Wir haben aber das IntelliSafe-Paket noch drin mit den Assistenten da zum Beispiel. Haben die Thors Hammerleuchten da drin, 19 Zöller, verschiedene Lacke hier, die noch was extra kosten. Also echt eine ganze Menge. Ihr seht schon, so einfach ist es mit der Mobilität nicht mehr. Es kommt ganz drauf an, wie ihr fahrt, ob ihr ladet, was ihr dann für ein Fahrprofil habt. Das ist schon ganz interessant. Lasst mir gerne eure Meinung zum Auto da. Meine ist jetzt einfach nur zum Auto. Das ist ein sehr schönes Auto, 460 Liter Kofferraumvolumen, viel Platz auf der Rückbank, modern, sicher, da macht er kaum was falsch. Ne? Und es gibt kaum Wettbewerber für dieses Modell. Ja. Jedenfalls, wenn ihr kommentiert, ich kommentiere auch zurück, ich tummel mich da auch drin rum, ist vielleicht auch ganz interessant für manche. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de, ansonsten auf Instagram und Facebook. Auf YouTube habt ihr uns gefunden, macht gerne die Glocke an, abonniert das, würde mich freuen. Ja, ich bin übrigens der Jan, muss jetzt unbedingt hier in den Whirlpool springen, weil mir ist arschkalt. Bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns bald, Freunde.